Mithilfe von Kurzbefehlen über die Tastatur habe ich die Möglichkeit, viel schneller im Medienspiegel zu arbeiten, als nur mit der Steuerung über die Maus. Das betrifft zum einen den Wechsel zwischen den Meldungen beim Sichten der Inhalte sowie das anschließende Verschieben von Meldungen aus dem Meldungseingang in einzelne Kategorien oder von dort zurück in den Meldungseingang. Zusätzlich kann ich auch unpassende Meldungen direkt verwerfen und bei Bedarf alle meine Aktionen mit nur einem Tastendruck wieder rückgängig machen. Soweit der kurze Überblick, schauen wir uns das jetzt mal im Detail an. Ich starte einmal im Monitoring auf der Meldungsübersicht. Hier wähle ich ein paar Meldungen aus und verschiebe sie in einen Medienspiegel. Jetzt gleich hinterher in den Medienspiegel und von der Übersicht weiter in den Meldungseingang. Hier sind die Meldungen, die ich gerade hinzugefügt habe. Zunächst fällt auf, dass die erste Meldung einen türkisen Rahmen hat. Der türkise Rahmen signalisiert mir, dass die Infos auf der Detailseite, die ich rechts neben der Liste sehe, zu genau dieser Meldung gehören. Wenn ich jetzt mit der Pfeiltaste auf der Tastatur nach unten klicke, springt der türkise Rahmen auch nach unten auf die nächste Meldung und parallel wechselt rechts der Inhalt und zeigt die Infos zur Meldung. In dieser Weise kann ich mich jetzt hoch und runter durch meine Liste bewegen und kann mich ohne Ablenkung und Benutzung der Maus komplett auf die Inhalte der Detailseite konzentrieren. Die Idee ist, dass ich an dieser Stelle schon Meldungen direkt qualifizieren kann, also Meldungen in die entsprechenden Kategorien einsortiere, um die nächste Ausgabe meines Medienspiegels vorzubereiten. Und da kommen jetzt die Zahlen auf der Tastatur ins Spiel. Jede Kategorie im Medienspiegel hat eine automatisch zugewiesene Zahl. Einfacher gesagt, die Liste der Kategorien ist von oben nach unten durchnummeriert. Die Zahlen stehen immer links vor dem Titel einer Kategorie. Um eine Meldung nun einer Kategorie zuzuweisen, drücke ich einfach die Zahl der Kategorie, in die ich die Meldung verschieben möchte. Also 1 für Kategorie 1, 2 für Kategorie 2 und so weiter. Nach dem Verschieben verschwindet die Meldung aus dieser Liste und wandert in die entsprechende Kategorie. Gleichzeitig erhöht sich die Meldungsanzahl rechts neben dem Titel der Kategorie um den Wert 1. Nach dem Verschieben wird automatisch die nächste Meldung ausgewählt, erhält den türkisen Rahmen und ich sehe dann die entsprechenden Inhalte rechts in der Detailseite. Und jetzt geht das ganze Spiel von neuem los und ich kann auch diese Meldung per Tastendruck einer Kategorie zuweisen. Das Ziel ist, den gesamten Meldungseingang so abzuarbeiten und alle Meldungen einzusortieren, um dann im Anschluss eine neue Ausgabe des Medienspiegels zu veröffentlichen. Meldungen, die ich aussortieren möchte, weil sie in keine Kategorie passen oder in ähnlicher Form vielleicht schon vorhanden sind, kann ich per Klick auf die X-Taste entfernen. Das heißt, sie landen dann in der Kategorie verworfen und werden bei einer Veröffentlichung nicht berücksichtigt. Natürlich passieren beim Zuordnen, besonders wenn man das schneller macht, auch mal Fehler. Aber da unterstützt uns das System. Wenn ich nach meinem Zuordnungsfehler direkt die Z-Taste drücke, wird meine letzte Aktion wieder rückgängig gemacht. Wer übrigens die ganzen Kurzbefehle beim Arbeiten mit den Meldungen parat haben möchte, kann sie sich dauerhaft unten links unter der Kategorie einblenden. Dazu einfach auf den Text ganz unten in der Ecke klicken. Einen Sonderfall möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Für den Fall, dass es in einem Medienspiegel mehr als 9 Kategorien gibt, gehen uns zwar die eindeutigen Zahlen auf der Tastatur aus, aber man kann auch mehrziffrige Kategoriezahlen per Tastatur eingeben. Wenn mehr als 9 Kategorien angelegt werden, wartet der Media-Account nach Eingabe der ersten Ziffer auf der Tastatur immer einen Tick länger auf eine mögliche zweite Ziffer, sodass die Zuordnung auch in diesen Fällen sehr gut funktioniert. Kategorie 10 wäre dann der Druck auf die Taste 1 und 0 hintereinander. Nach einer kurzen Pause kann schon die nächste Zahl oder Zahlenkombination eingegeben werden. Nun wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren.